Moin Leute, bevor es mit dem Video losgeht, wollte ich euch nochmal auf pCloud aufmerksam machen. Dort braucht ihr nur einmal zahlen und habt dann ein Leben lang Cloud-Speicher. Ob 500 GB, 2 Terabyte oder ganze 10 Terabyte Speicher, das müsst ihr wissen, wie viel ihr braucht. Wir hatten vor Jahren mal Cloud-Speicher gekauft und es dann auch zwischendurch für ein paar hundert Euro aufstocken lassen und sind super zufrieden damit. Schaut gerne mal unter unserem Link vorbei, pcloud.2aufrad.de und viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir sind wieder auf der Straße, beziehungsweise ja, noch auf dem Fußgängerweg, ne? Ja, weil der Berg ist wieder richtig steil. Heute ist richtig anstrengend, ey. Wieder Cardio pur und ja, richtig fit bin ich jetzt noch nicht. Keine Ahnung, was mit meinem Körper ist. Wir haben eigentlich genug Kohlenhydrate zu uns genommen. Ja, vielleicht war das mit dem Süßkram nebenbei ein bisschen zu viel. Vielleicht sind auch die Süßgetränke ein bisschen zu viel. Vielleicht haben wir gerade ein bisschen zu wenig Vitamine im Körper. Ja, mal gucken. Ja, es ist aber, muss man auch sagen, extrem anstrengend hier mit den Bergen. Das ist ganz anders als in Europa. Die Steigungen sind einfach viel extremer. Hey! Hey! So Leute, wir haben eine Unterkunft. Ja. Da waren wir gerade drin bei der Rezeption, haben bezahlt, uns informiert, haben jetzt das Haus 231, beziehungsweise die Haushälfte, weil hier sind so schöne Häuschen. Schaut euch das mal an, da oben. Das dritte Haus da vorne, sieht man schon auf dem Bild, das ist unseres. Naja, die Haushälfte. Ich muss das noch verstehen, dass das ganze Haus nicht uns gehört, sondern nur die linke Hälfte. Und naja, war diesmal ein bisschen teurer. Ich glaube, das war jetzt das teuerste hier in Brasilien mit knapp 63 Euro für die Nacht. Aber das ist wunderschön hier. Wunderschön. Und das ganze Gelände ist kameraüberwacht. Also wir brauchen keine Angst haben wegen den Fahrrädern. Schaut euch das mal an. Da oben nochmal die Häuser und hier ist so ein, ja, so eine Rasenfläche, Spielplatz, Fußballtore, da Beachvolleyball oder Grasvolleyball. Da ist ein Pool, keine Ahnung, ob wir den benutzen dürfen. Haben wir gerade kein Interesse zu. Da ist noch so eine Hütte, wo man sich hinsetzen kann und so. Da ist ein großer Teich. Ja, und da ist unsere Straße.
Hier ist das Haus der Rezeption und Restaurant ist da drin. Wir haben Breakfast mit inbegriffen, also Frühstück. Und da ist die Ann-Kathrin, die will schon ins Haus. Die will ins Bett, glaube ich. Ich will mich ausruhen und vielleicht auch noch mal duschen. Mal gucken. Ja, so schnell geht's jetzt doch nicht ins Haus. Ich hab einen Platten. Toll. So, ich musste eben noch mal aufpumpen und jetzt haben wir es hochgeschafft. Da steht das Fahrrad und die Luft ist schon wieder fast raus. Also das Loch muss richtig groß sein. Es muss aber auch eben erst entstanden sein, als wir hier raufgefahren sind oder so. Keine Ahnung. Ja, nochmal eine Herausforderung. Ist noch nicht Zeit für Entspannung, denn erstmal muss der Schlauch ausgetauscht werden heute noch und dann das Loch gefunden werden. Es ist vollbracht. Der Schlauch ist gewechselt. Hui, das war ein Sport zum Abschluss des Tages. Wir haben jetzt geschafft, auf 3 Bar aufzupumpen mit der Handpumpe. Haben noch ordentlich Muskis, jetzt aber nicht mehr. Jetzt sind wir K.O. Wenn morgen früh noch Luft drin ist, was theoretisch sein sollte, dann werden wir noch ein bisschen aufpumpen. Vielleicht schaffen wir es wieder auf die 4 Bar. Ja, dann werden wir gleich noch das Loch hier suchen. Ich habe schon aus dem Mantel so ein kleines Stückchen Draht rausgezogen. Wahrscheinlich wieder was von den LKW-Reifenteilen. So, kurz nach 12, wir haben gerade ausgecheckt. Wir fahren jetzt seit einer Minute wieder auf der Straße. Es geht weiter, aber nicht zu weit. Einmal bis zum nächsten Hotel. Es waren, glaube ich, 10 Kilometer, ne? 20? 16 Kilometer bis zum nächsten Hotel. Ja, die Straße ist ein bisschen gefährlich hier. Die LKWs kommen ziemlich nah. Deshalb müssen wir auf unserer Fahrbahn ein wenig mittiger fahren, damit die merken, oh, jetzt muss ich aber abbremsen. So, wir haben uns jetzt ein bisschen für den Weg neben der Straße entschieden, weil der existiert aktuell. Da haben wir ein bisschen Glück, aber ja, hört wahrscheinlich auch irgendwann wieder auf. Ann-Kathrin mag das nicht so, weil das eher uneben ist und rutschig wegen dem ganzen Schotter und Sand. Aber ja, sie schiebt da hinten, sie ist immer die Vorsichtige. Ich fahre natürlich. Für mich ist das halt ein bisschen sicherer als auf der Straße. Ja, dann brauche ich keine Angst haben, angefahren zu werden. Das war heute wieder echt gefährlich, ne? Ja. Wir hatten eben zwar Fahrradwege neben der Straße, aber zuletzt ging da dann auf die andere Seite rüber, also in den Gegenverkehr sind wir rüber, nachdem alle Autos vorbei sind. Mussten wir auch ein bisschen warten und dann sind wir 100 Meter gefahren und dann hört er kurz vorm Kreisel wieder auf und dann kommen uns die Autos entgegen. Alter. Wir waren was essen und noch in so einem Einkaufszentrum, wo es mehrere Geschäfte gab. Haben da ein bisschen geguckt und davor noch in so einem Krimskramladen. Ja, Krimskramladen war gut. Wir haben neue Kabelbinder. Wir haben eine Mini-Raspel, neue Haargummis und irgendwie so ein Banana-Schokoriegel. Sehr gut. So Leute, es geht weiter. Ja, wir verlassen jetzt die Jaragua und machen uns auf den Weg nach Pomerode. Heute wollen wir in Pomerode ankommen. Wir sind echt gespannt. Leute, da sind die brasilianischen Stadtmusikanten. Hahn, Schwein, Ziege, Kuh. Jetzt fehlt nur noch der Gully, wo man Geld reinschmeißt. Was ist das?
Was haben wir da? Ein Strauß. So Leute, wir haben gerade wieder einen Weltreisenden, würde man schon sagen, ne, getroffen. Genau, also jemanden, der wirklich auch schon viel mit dem Fahrrad rumgekommen ist. War jetzt selber nicht mit dem Fahrrad unterwegs, sondern mit dem Auto. Aber hat uns direkt eingeladen. Ja, der wohnt in Pommerode und ja, wir können bei dem übernachten. Und ja, er hat uns auch einen Fahrradshop empfohlen, wo wir dann nachher hinfahren werden, weil wir ein kleines Problemchen mit unseren Bremsen haben. Das wird hoffentlich schnell gelöst. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall nicht noch um eine extra Unterkunft bemühen, ist auch mal ganz schön. Ja, und er meinte, wegen den Straßen hier, er hat es gemocht, überall auf der Welt Fahrrad zu fahren, aber er wäre nie auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad durch Brasilien, durch sein Heimatland zu fahren. Ja. Ja, da sieht man mal, wie die Einheimischen selber finden, dass es gefährlich ist. Auf jeden Fall. Diese Tankstelle ist ein halber Tierpark anscheinend. Da sind noch, ja, ihr hört's, Schafe drin. Da hinten läuft ein Pony rum. Hier sind 2 blaue Pfauen, dann sind da weiße Tauben drin, 2 weiße Pfauen und irgendwie noch so ein bunter gelber Vogel. Bye bye Aragua, we are rolling far. Sun is in the sky, feeling very high. To Dubai, my friend, journey without end. Road is open wide, with you by my side. No more rain, only lights. Everything is shining bright. Pomerode, here we go. Moving fast and moving slow. Pomerode, cidade linda. Jo Leute, da ist der Berg, vor dem wir gewarnt worden sind. Jetzt ist er da. Wir sind auf ungefähr 0 Meter über Meeresspiegel und es soll auf 300, vielleicht auch ein bisschen mehr hinaufgehen. Das soll ein sehr steiler Berg werden. Gut, machen wir uns mal auf den Weg. Hallo, sind Sie die von Zwei auf Rad? Ja. Was sagen Sie zu diesem wunderschönen Berg hier? Anstrengend. Wieso anstrengend? Mir sind die Schweißtropfen bis in die Augen geflossen. So Leute, ich glaube, wir haben es jetzt auf die Bergspitze geschafft. Hui, das war ganz schön anstrengend, ey. Die Arme tun weh. Und morgen wird man sie wahrscheinlich auch noch spüren. Naja, wir haben noch ein paar Kilometer bis nach Pommerode. Wir müssen weiter. The best is what we're gonna find in our tempo, in our way. Happy every single day. Last few miles to go in the golden glow. Nature all around. Love the magic sound. Pomerode is near. Everything is clear. Send you soul, send ya vida. The best way, the only that. No more rain, only light. Everything is shining bright. Pomerode, here we go. Moving fast and moving slow. Pomerode, cidade linda. The best is what we're gonna find in our tempo, in our way. Happy every single day. Wir haben es geschafft. Wir sind in Pommerode. Ja, Sehr schön. Noch nicht ganz im Zentrum, aber wir sind schon mal in der Stadt.
Ja, wie gesagt, jetzt geht es erstmal zu dem Fahrradladen, gucken, ob die noch aufhaben und dann zu unserem Gastgeber. Ja, Leute, das ist Pomerode. Sieht noch ganz schön brasilianisch aus hier. Aber so soll das ja eigentlich sein, ne? Wir sind ja nicht in Deutschland. So, wir waren hier gerade bei diesem Fahrradladen in Pomerode und haben ein bisschen Bremsflüssigkeit auffüllen lassen, ne? Genau. War doch die Bremsflüssigkeit, hätte ich nicht gedacht. Naja, ich hatte die Vermutung, weil was soll es sonst gewesen sein? Und jetzt geht die Hinterradbremse wieder zuverlässig. Sehr schön. Hat er sich Mühe gegeben, der hatte extra Magura Spritzenwerkzeug, womit er das denn aufgefüllt hat. Habe ich noch nie gesehen, aber richtig gut. Und dann haben wir noch 2 Ersatzketten gekauft und dann wurde uns noch geraten, irgendwann in der nächsten größeren Stadt, wahrscheinlich dann Buenos Aires, ja, dass man in Buenos Aires wahrscheinlich die Ritzel mal tauscht, damit der Verschleiß nicht mehr so groß ist. Ne? Ja, aber damit haben wir noch ein bisschen Zeit, meinten die auch vom Fahrradladen. Genau. Gut, jetzt geht's zum Gastgeber und dann sagen wir schon mal gute Nacht. Ja.